Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Mr. Losen. Wir kriegen heute einen Einblick in das nähere Endgame-Spielgeschehen. Let's go. We're really excited about getting this game into players' hands, letting them experience this massive world. A main cornerstone of D4 is play your way. As a player continues to advance through the story and into the endgame, they'll unlock a ton of brand new activities. Ich meine, wir sind uns einig, das richtige Diablo 4, ja. Eine schöne Story ist schön und gut, da sind wir uns alle einig. Aber letzten Endes kommt es drauf an, was sie aus dem Paragon und halt aus der Late-Game-Motivation auch machen, ja. Und da scheiden sich noch ein bisschen die Geister. Da sind alle noch so ein bisschen zwiegespalten. Und dieses Video bringt hoffentlich Licht ins Dunkel. That provide meaningful progression, no matter their playstyle. Players will be able to keep progressing in the narrative of the game. Okay. Alongside that, the whole team has worked on crafting a variety of different experiences players can pursue. We're going to have an entire world of Sanctuary for our players to offer. There's going to never be an absence of something to do. After player has Also sie claimt gerade, ey, also in unserer Welt hier von Diablo 4 wirst du niemals das Problem haben, etwas zu tun zu haben. Du wirst niemals Langeweile haben. Jetzt stellt sich hier nur die Frage, ja okay, du wirst vielleicht niemals Langeweile haben, aber diese Beschäftigung, die du machen kannst, machen die Sinn? Bringen die dich weiter? Oder sind die einfach nur zum Zeit totschlagender? Who knows? finished the campaign, there's a lot more game to go and participate in. They Super. gain access to a special, what we call capstone dungeon that they have to complete. Once they're able to finish this capstone dungeon, they're going to gain access to the first world tier. As you complete the world tier, it will open up the opportunity for you to go into your next world tier. That involves unlocking powerful loot, new items, and more advantages for your player to have a better opportunity at end game. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Weltenstufe durch ein finales Dungeon erweitert. Das heißt, ich spiele auf der leichtesten Weltenstufe, habe ein finales Dungeon, was ich besiegen muss, um dann auf Weltenstufe 2, also auf Schwierigkeitsgrad 2 weiterspielen zu können. Whether you're a fan of dungeons, PvP, or just roaming around the world, there's a way to continue your Diablo adventure long after hitting max level. Hoffentlich. As your character continues to grow in power, you'll start with the skill tree and expand out into the Paragon system. Den kennen wir schon, den haben wir schon gesehen in der Beta zu Genüge. Und ja, mal gucken, wie er sich weiterentwickeln wird. A lot of the choices the players make are grounded on skills themselves and the fantasies associated with those skills. Paragon board is a place where we're allowed to have Das sieht ziemlich komplex aus. Der gibt hier für einen Paragon-Punkt plus 5 Intelligenz. Oh, Scheibenkleister. Seht ihr diese Refund-Kosten? Um den wieder zurückzunehmen, den Paragon-Punkt. Hier. Für einen Punkt 53.666. Das wird verdammt teuer, Freunde, wenn man da umspecken will. Das wird verdammt teuer. Ja, gut. Aber er sieht sehr komplex aus. Das ist ja erstmal ein Pluspunkt. a lot more depth, a lot more customization, many more options as you go. You can rotate the board, so you can choose a different path if you're like, I want to do more strength-based things, right? I'm doing these particular boons or glyphs. You can chart your path through it, and they're really a way for you to keep expanding your character and making it uniquely yours. Similar to the Paragon boards is the Codex of Power. It's an in-game system that holds the aspects related to Ich kann mich nicht daran erinnern, ob das bei Diablo 3 auch schon so war. Wenn du quasi die Aspekte der legendären Fähigkeiten runtergepackt hast, dann konntest du die später auf alle draufpacken, auf alle anderen Items. Was halt super sick ist. Das finde ich cool. Bei Diablo Immortal hast du es auf jeden Fall auch gehabt, ja. the character. You are able to complete a dungeon and they will have a chance to drop an aspect that you can pick up. And what this allows players to do is take items they're finding in the world and make them more powerful, turn them into legendary items. It's really Bedeutet, ich kann irgendwelche wertlosen Items, die mir aber von den Stats her relativ gut gefallen, eigentlich ziemlich geil aufwerten mit diesen Aspekten. Ja, mega geil. special to discover what kind of playstyle really means the most to you. Ja. Nightmare Dungeons. Every part of Sanctuary is fulfilling and satisfying. Dungeons in particular are really close to my heart. Nightmare Dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already experienced in their past playthroughs. They'll enter the dungeon with a found sigil that alters the playstyle and the intensity of the dungeon. They're more difficult and they have additional objectives, and then they also have affixes, which add a degree of difficulty for you and your group to work through.
Also hoffentlich nicht einfach nur, also dieses Nightmare Dungeons sind also hoffentlich nicht nur einfach, dass die Gegner mehr Schaden machen und mehr einstecken können und mehr Leben haben. Sie hat ja gerade gesagt, es hat verschiedene Affixe noch, Möglichkeiten, wie es schwieriger wird. Ich hoffe, dass auch einfach so ein paar Bosse sind, oder so ein paar Zwischenbosse noch, die ein bisschen trickier sind, wo man vielleicht auch ein bisschen tanzen muss, ein bisschen hin und her gehen muss. Und ja, dass es nicht einfach stupide ist, sondern halt wirklich auch ein bisschen eine Challenge halt, ja? Ich glaube, das wünschen wir uns alle so ziemlich. Gucken wir noch mal ein bisschen weiter rein, vielleicht zeigen sie ja noch was. One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeons is actually called Hellgate. Occasionally, these portals will open up throughout the area that will just pour out different monsters that aren't native to that region for you to also be dealing with while you're trying to handle everything else inside the dungeon. Genau von sowas habe ich gesprochen. Genau von sowas. Over 120 dungeons to play through and find in Diablo 4, and any one of them can become a nightmare dungeon by finding a nightmare sigil and then using it to activate the nightmare version of that dungeon space. Everything's a little darker, everything's more difficult. It's going to add a little bit of a twist of flavor on your particular dungeon. Geil. There's some targeted activities in Diablo 4 that suit what you're feeling in the mood for. The forces of hell are starting to have more influence in certain parts of Sanctuary in the vast interconnected overworld of the experience. And as the players are going into Helltide areas, you're going to find even more powerful monsters. And by killing them, they'll be able to gain these special shards they can take to go and use to purchase. These big rewards are available at these caches that are found littered throughout Helltide areas. The sky darkens and the rivers run red, meteors fall from the sky, and the monsters get harder. We really want to create new experiences for the players. Es hört sich verdammt nochmal vielversprechend an. Also diese Hellgates, die werden, glaube ich, wirklich insane. Wie sie sagt, Meteore fallen vom Himmel. Dann auch in der Open World, ja. In der Open World, Meteore fallen vom Himmel. Flüsse färben sich blutrot, beziehungsweise werden zu reißenden Blutflüssen. Und alles ist voll mit Kadavern und so weiter. Also diese Bilder, die man hier eben gesehen hat, wie das dann aussieht in etwa. Meteors fall from the sky and the monsters get harder. We really want to create. Das sieht schon gut aus, ey. Das sieht schon richtig gut aus. New experiences for the players. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome, but it's also something mystically haunting and kind of beautiful. The tree has a little bit of a grudge against our players and it would like for them to go serve its needs. So you're going to go serve these bounties. Was für ein Baum? Was für ein Baum? Von dem höre ich gerade das erste Mal. Ihr erledigt Aufträge, sammelt Belohnungen und Gegenstände, bringt sie dem Baum. Okay. Bounties, gather different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. Maybe you're going to go to the Fractured Peaks and take out some werewolves that are rampaging in a town. They're contained activities that you can do alone or in a group. Das klingt so, als wäre das so ein Daily Questgeber, dieser Baum. Also für mich klingt das gerade so. Really wanted to create variety for people to be able to spend time where they wanted to in the world. It's very cool the way it's been put together and I can't wait for people to see it, to be honest. Okay. Die Felder des In Diablo Hasses. 4, we have a focus on the world of Sanctuary. And there are parts of that world that we call the Fields of Hatred, where Lilith's presence in Sanctuary has begun to seep through and manifest these poisonous areas throughout the world. When players go to these regions, they get to engage in player versus player conflict. These offer opportunities for the player to collect shards. But there is a little bit of a catch. In order to get these shards back to town, you will need to purify them. Other players will definitely know that you're attempting to purify your shards, so you'd better be prepared to fight if you're going to be playing any PvP, and be prepared that you might lose some stuff in the meantime. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy a whole bunch of like interesting cosmetic items and rewards. It's Oh, diese Bloodshards sind für Transmog. Das ist cool, das gefällt mir mega gut. Das heißt aber auch, du bist nicht dazu gezwungen, PvP zu machen, um besseres Equipment zu bekommen. Was ich noch gerne wissen möchte, wenn ich in der Open World unterwegs bin, bin ich automatisch ein PvP-Target? Nehme ich automatisch an dem PvP teil? Wir gucken mal weiter durch. Bin gespannt, ob sie dazu noch was sagen.
Weil ich persönlich, sag's euch ganz ehrlich, ich bin niemand, der PvP wirklich braucht oder auch will. A place for people who really love PvP and want to still get loot and still increase their character's power. If that's the way they want to play, they can. Wenn das der Weg ist, wie Leute PvP spielen möchten, können sie das tun, hat sie gesagt. Wenn sie so spielen wollen, können sie das. Impliziert für mich, ich muss nicht PvP spielen und bei dem ganzen Getummel mitmachen. Das ist jetzt nur meine Interpretation, aber es wäre positiv, zumindest in meinen Augen, dass ich nicht zum PvP gezwungen bin. Gucken wir mal weiter. They can. Launch is just the beginning. One of the things we're really focused on is creating a living, breathing set of updates for players to engage with after the game has gone live. It's really just going to be a way to keep coming back and experiencing more Diablo 4 in fresh ways. We're really eager to hear all of your experiences and just enjoy the entire story with you all. Cool. Ja, Mann. Schön. Na, das hat doch Spaß gemacht. Das war doch geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr genauso gehypt seid wie ich. Würde mich tierisch freuen. Lasst einen Daumen da. Nach oben am besten. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch zusammen. Euer Mr. Lusen. Lasst euch nicht ärgern, wie immer. Ciao, Freunde.